Also, willkommen liebe Freunde vom Modellpilot.eu, heute am Stand hier an der Nürnberger Messe bei Multiplex. Neben mir steht... Ich bin Lisa Burger, hallo. Und ich bin der Jürgen Scholz. Und wir haben heute vor, einiges herauszukitzeln, was es jetzt in 2016 noch so an Software-Neuheiten gibt, noch so an Neuheiten. Herr Scholz darf nichts verraten, logisch, aber wir gehen jetzt erstmal näher darauf ein. Das Wingstabi selbst hat ja in 2015 etwas Neues eingeläutet. Nicht nur bei Multiplex, sondern ist ja auch für viele andere auch nutzbar. Richtig? Ja. Ja, das ist richtig. Wir haben also mit dem Wingstabi erstmal in der Geschichte der Firma Multiplex ein System gemacht, was nicht nur für Multiplex ist, sondern was für alle Marken offen ist. Das heißt, das Wingstabi kann man nicht nur mit einem Multiplex-Sender benutzen, sondern auch mit all den anderen Herstellern, die es gibt, sei es Graupner, sei es Futaba, Yeti, Veatronic, Spektrum, alle, die es da draußen gibt, die eines der gängigen Protokolle benutzen, können mit dem Wingstabi kommunizieren und dann kann man das Wingstabi in sein Modell einbauen und muss nicht ein Multiplex-Kunde sein, um das Produkt zu nutzen. Das heißt aber auch, dass Multiplex ihre eigenen Empfänger auch dort schon direkt eingebaut hat. Ja, das ist richtig. Natürlich für Multiplex-Kunden, die haben die Möglichkeit, einen Empfänger zu nutzen, den sie schon haben, oder das Wingstabi mit integriertem Empfänger zu erwerben. Dann ist bei uns ein DR-Empfänger für Dual Receiver integriert, also zwei komplett getrennte Empfangsteile, und dann spart man sich weitere Verkabelungsaufwand und kann direkt das Wingstabi mit seinem Sender binden und nutzen. Was bedeutet denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fremdsender haben sollte? Und wie binde ich das denn mit dem Wingstabi dann ein? Als allererstes besorgt man sich mal von unserer Homepage die kostenlose PC-Software und installiert die an seinem Gerät. Dann verbindet man das Wingstabi mit dem beiliegenden USB-Kabel mit dem Computer. Es meldet sich ein Assistent, der durch die Programmierung führt. Der erkennt natürlich, dass es ein Wingstabi in dem Fall dann ohne Empfänger ist und fordert auf, dass man das gewünschte Protokoll einstellt, sei es jetzt Graupner Hot, sei es Futaba, sei es Yeti, sei es JA. Eines dieser Protokolle wähle ich aus und schon zeigt das Wingstabi an, wenn man zuvor natürlich seinen eigenen Empfänger mit dem eigenen Sender gebunden hat, und zeigt an, dass ein Signal vorliegt, und dann führt man Schritt für Schritt die Fragen, die da sind, durch und hat zum Schluss ein fertig eingestelltes Kreiselsystem. Das Kreiselsystem selbst funktioniert für Tragflächen. Richtig, unser Kreiselsystem ist gemacht für Flächenmodelle. Es ist nicht für Quadrocopter, es ist nicht für Hubschrauber, sondern es ist für unser Zielpublikum, für den Bereich, wo wir uns auskennen und auch bewegen. Das heißt also, ich kann ihn dann zum Beispiel ins Talken übergehen, schalte das Wingstabi ein auf die entsprechende Funktion und schon bleibt er im Talken drin und unterstützt mich beim Fliegen. Ja, eine Besonderheit ist natürlich, dass wir mit 4 Flugphasen arbeiten. Ich kann die 4 Flugphasen individuell konfigurieren. Ich könnte mir quasi 4 fast nahezu identische Troik-Flugphasen generieren. Standardmäßig Flugphase 0 ist aus, Entschuldigung, Flugphase 1 ist aus. 2 ist der doch meist benutzte Dämpfungsmodus, der uns beim Fliegen unterstützt. Flugphase 3 ist mit Heading-Hold-Anteil für weiträumigen Kunstflug, und Flugphase 4 ist für alle, wie für mich, die es nicht können, zum Talken. Das wird mir ja dann auch Spaß machen. Sicherlich. Jetzt zur Konfiguration. Man hat ja auch dann die Möglichkeit, hier über ein Bluetooth-Modul auf direkt wenn man draußen ist, man steckt es an. Richtig, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir empfehlen, die allererste Konfiguration mit dem PC durchzuführen, weil man einfach dort mit der Software mehr Möglichkeiten hat, beziehungsweise wir mehr Hilfe bieten können, wie auf einem kleinen Smartphone. Man kann aber genauso gut das Gerät über ein Bluetooth-Modul, was es optional gibt bei uns, mit einer kostenlosen App mit seinem Smartphone verbinden, wie das so üblich ist mit Headsets oder ähnliches. Das funktioniert genauso, und dann kann man die Konfiguration auslesen des Wingstabis, sieht die Daten auf dem Smartphone live angezeigt, kann Einstellungen, Änderungen, Konfiguration vornehmen, überträgt diese Einstellung dann ins Wingstabi und kann wieder durchstarten und den nächsten Flug durchführen. Eine Frage kam bei uns aus der Gemeinschaft: Kann man das Bluetooth die ganze Zeit eingestöpselt lassen im Empfänger? Das können Sie, das stört niemanden. Sie können dann, wenn Sie wieder gelandet sind, direkt mit Ihrem Smartphone reingehen, Einstellungen vornehmen und wieder weiterfliegen. Sie müssen es nicht aus dem Modell während dem Flug herausnehmen. Interessant ist auch die Anbindung im Hinblick, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Dual Receiver hat von dem Wingstabi, wie wir es hier gerade bei Lisa in der Hand sehen. Da ist es ja die Möglichkeit, über die SX oder auch über die TX entsprechende Daten zu bekommen. Das ist natürlich richtig. Also wenn man einen M-Link-Sender besitzt,
sei es die Prophet TX, sei es die neue Cockpit SX oder die Royal SX. Alle unsere Sender sind kompatibel mit dem Wingstabi. Bei der Prophet TX und Cockpit SX kann man sich dann speziell auch noch die Kreiseldaten ansagen lassen, auf dem Display anzeigen lassen. Beispielsweise, wenn man die Kreiselempfindlichkeit verändert, kriegt man das auf dem Sender angezeigt, ist also voll in unser Telemetrieprotokoll integriert und somit wie ein Sensor, den wir im Sortiment haben, 1:1 zu vergleichen. Dann gibt es noch was Neues zu erwarten in diesem Jahr. Aber sicherlich gibt es Neuheiten zu erwarten. Jetzt muss ich mir natürlich auf die Zunge beißen, dass ich hier nichts verrate. Aber wir werden natürlich in naher Zukunft noch weitere Software-Updates bieten, um noch mehr Funktionen reinzumachen. Uns ist allerdings wichtig, dass es nicht so unübersichtlich wird, sondern es soll weiterhin einfach zu bedienen sein. Aber wir hören natürlich die Wünsche, die wir über die verschiedenen Kanäle zu uns zugetragen bekommen. Und dann versuchen wir das zu optimieren und auf diese Wünsche einzugehen. Weil mit uns kann man ja sprechen. Genau, so ist es. Das ist schön. Ja, liebe Lisa, vielen Dank, lieber Jürgen. Und zum Schluss, Modellfliegen ist Spitze! Dankeschön.